Alicia und ich waren für 18 Stunden in einem Luxus-Wellness-Center in China. Und dieses Spa hat viel mehr zu bieten als nur heiße Bäder und Massagen. Wieso ich zwischendurch richtig ins Schwitzen gekommen bin und was mir am Ende den Schlaf geraubt hat, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt bis zum Ende dran, dann erfahrt ihr, ob es das wert war. Ach Leute, unser Körper, unsere Seele fühlen sich wunderbar an. Und damit herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video. Ich bin Alex, ich bin gemeinsam mit Alicia unterwegs und jetzt gerade fahren wir mit dem Schnellzug von Chongqing nach Chengdu in China. In Chengdu angekommen, sind wir direkt mit dem Taxi zum Luxus-Spa gefahren, weil wir es kaum noch aushalten konnten, endlich ein bisschen zu entspannen. Und der erste Eindruck im Fufutang war wirklich luxuriös. Und obwohl ich hier rumlaufe wie ein Penner, haben die Leute uns total nett behandelt. Der Check-in war dann doch relativ problemlos, trotz der Sprachbarriere. Und dann ging's los, wir sollten in die Umkleiden. Nach Geschlechtern getrennt kommt man hier in die Nackt-Area, wo man sich umzieht. Alles ist sehr dunkel gehalten. Man hat hier japanische Bäder, wo man sich duschen kann. Man hatte auch normale Duschen. Man konnte aber auch schon einen Blick in den Spa-Bereich werfen, wo man ein heißes Bad, ein kaltes Bad und eine Sauna hatte. Und man hätte sich auch noch massieren lassen können. Und während ich es mir schon gut gehen lassen habe, hat Alicia schon auf mich gewartet, denn sie wurde durchgeschickt, sie sollte sich nur eben umziehen und mir wurde gesagt, geh mal direkt duschen und dann kannst du dich frisch in die neuen Klamotten machen. Alicia und ich wussten in diesem Moment noch nicht, wie man sich hier benehmen sollte, deswegen haben wir hier geflüstert. Wir haben uns hier nur mal eben ausgetauscht, wie der erste Eindruck für uns beide war und ich glaube, man kann uns ansehen, dass uns die ersten Eindrücke richtig gut gefallen haben. Okay, aber dann gehen wir den Laden mal erkunden und der erste Blick fällt direkt auf die Getränke-Ecke. Wir haben hier in der Mitte alles Gekühlte, das ist so eine Art Kühlschrank gewesen und drumherum im Regal waren die gleichen Getränke noch einmal in warm. Und das Coole für uns ist dabei natürlich, dass wir endlich mal alles probieren können, wovor wir sonst im Supermarkt zurückschrecken. Aber das war natürlich noch nicht alles, denn direkt nebenan war noch ein Snackbereich, wo man sich ebenfalls komplett bedienen konnte und wir uns von allem mal was rausgesucht haben, was irgendwie interessant für uns aussah. Das Ganze heißt In-Between Meals oder Snacks, denn das hier ist nicht das letzte, was wir heute essen werden. Und falls ihr auch mal das Vergnügen habt, hier in so ein Spa zu kommen, dann kann ich euch nur empfehlen, euch noch ein bisschen Platz überzulassen. Auf einmal steht hier noch ein kleiner Eiswagen, in dem frisch abgefüllte Häagen-Dazs-Kugeln liegen. Richtig geil. Aber wir mussten erstmal weiter, denn wie gesagt, wir hatten nicht mehr ganz so viel Platz in den Händen. Und dann kommen wir hier in die nächste Area, wo wir noch einmal überrascht werden von ganz vielen frischen Köstlichkeiten. Wir hatten alles mögliche an Früchten, ganz viele Beeren, Melonen, ganz vieles, was wir auch gar nicht kannten tatsächlich. Nebenan stand noch frisch gebrühter Tee und hier haben wir auch noch ein paar Äpfel, wo wir uns dann auch nochmal bedient haben. Aber wer sich denkt, geil, hier kann man sich die Taschen voll machen und alles mit nach Hause nehmen, den muss ich leider enttäuschen. Denn hier war extra ein Schild, wer das tut, muss eine gesamte Nacht extra zahlen.
Das war auf jeden Fall eine richtig schöne Auswahl an Früchten hier. Aber wenn euch diese Vielfalt schon begeistert, dann wartet mal ab, was noch alles auf euch wartet. Wir haben nämlich auch noch die Entertainment-Bereiche erkundet und dort könnt ihr zum Beispiel am PC zocken. Ich habe es versucht, konnte mich leider nicht anmelden. Man kann aber auch an den Arcade-Automaten spielen, so wie wir es dann gemacht haben. Falls euch das noch nicht abholt, dann gibt es hier aber auch noch Plätze, an denen ihr PlayStation 5 spielen könnt oder ganze Kinosäle. Es ist auf jeden Fall richtig schwer, sich hier zu entscheiden, was man als erstes machen soll. Ich meine, guckt euch an, was es hier alles gibt, über 2 Etagen verteilt. Und obwohl man echt viel Zeit hat, mit den 18 Stunden, die wir hier bleiben dürfen, kann man vermutlich niemals alles wirklich in Anspruch nehmen. Wir haben uns auf jeden Fall dazu entschieden, es uns vorm Abendessen noch einmal richtig gut gehen zu lassen, sind dafür zurück in die Spa-Area, wo wir nochmal ins heiße Bad gehen, was 44 Grad hatte, sehr, sehr angenehm und dann abschließend nochmal ein paar Saunagänge mit dem kalten Bad, was auch der Seele nochmal richtig gut getan hat. Um Punkt 18 Uhr öffnet das Restaurant. Wir sind natürlich pünktlich da und reservieren auch direkt einen Tisch. Das ist wegen der Sprachbarriere gar nicht so einfach. Aber alle sind super bemüht und so schaffen wir es schließlich, die passende Suppe für unseren Hotpot auszuwählen. Jetzt aber los, lasst uns das Buffet erkunden. Da gibt es wirklich viele Köstlichkeiten und naja, auch ein paar eher spezielle Sachen. Aber hey, no judgment, jeder wie er mag. Mich zieht es direkt zum Sushi-Buffet, wo nicht nur allerhand frisch gerollter Maki, Inside-Outs oder Nigiris auf uns wartet, sondern auch fein filetiertes Sashimi. Und das war lange noch nicht alles. Weiter geht's in der, ich nenne es jetzt mal Frittierabteilung, wo alles mögliche Panierte serviert wird. Zuletzt kommen wir dann zum Highlight und zwar den Hotpot-Zutaten. Und hier gibt es wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Dementsprechend sieht unser Tisch auch aus. Meine Güte, sah das gut aus. Na, was sagst du? Doch, dass ich eigentlich gar nichts essen wollte zuerst. Ist doch ein bisschen mehr geworden. Und eine Sache hat mich richtig zum Schwitzen gebracht. Nein, nicht der Hotpot oder die schiere Masse an Essen, sondern diese Wasabi-Paste. Die ist mit nichts zu vergleichen, was man in Europa bekommt. Ich habe aber mal gehört, dass die Paste richtig frisch sein soll, wenn sie so scharf ist. Also muss sie ja direkt vom Feld kommen. Das war ein richtiges Festmahl und das hat uns dann noch animiert, dann noch ein paar Runden Overcooked auf der PlayStation 5 zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt noch was zu essen sehen konnte. Und nun ja, nach diesem ereignisreichen Tag heißt es dann mal ab in die Haia, damit wir auch noch ein paar Stunden Schlaf bekommen. Denn in diesem Spa ist es völlig normal, hier auch zu schlafen. Dafür gibt es sogar extra diese Schlafkapseln. Doch was hier erst ganz gemütlich aussah, war dann relativ schlaflos. Denn die Kapseln sind leider nicht schallgedämpft. Ach Leute, unser Körper, unsere Seele fühlen sich wunderbar an. Wir sind nicht wirklich erholt, denn wir hatten ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen, Pech in unserer Box. Direkt neben uns hat jemand übelst geschnarcht. Ja, vielleicht waren wir auch einfach ein bisschen zu sensibel dafür. Auf jeden Fall bin ich erst so gegen 3 Uhr eingepennt. Um 7 Uhr mussten wir wieder hoch, weil wir um 8 das ganze Spa hier wieder verlassen mussten. Also wenn ihr auch mal herkommt, dann müsst ihr dran denken, zu einer passenden Uhrzeit einzuchecken, damit ihr nicht ganz so früh wieder verlassen müsst, den ganzen Ort hier. Das Wichtigste ist natürlich der Preis des Ganzen. Wir haben jetzt abschließend bezahlt nicht einmal 40 Euro pro Person. Für all die Leistungen, die wir jetzt hatten. Dazu muss man allerdings sagen, dass wir keine Massage hatten, die separat nach dieser Preisliste abgerechnet werden würde.
Außerdem möchte ich erwähnen, dass wir für die PlayStation pro Stunde noch 1-2 Euro zahlen mussten. Das ging ganz einfach über Alipay. Aber insgesamt sind wir nun ohne Massage für ungefähr 40 Euro pro Person hier rausgegangen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare, ob ihr so etwas auch schon mal in Deutschland gesehen habt und abonniert den Kanal, um auch das nächste Video aus Shanghai nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.